Heute geht es um eines der wichtigsten Werkzeuge beim Schmieden, und zwar den Amboss. Und wie ich meinen, als auch einen alten Schmiedeschraubstock herrichte, das zeige ich euch heute. Zuvor möchte ich aber noch ankündigen, dass ich demnächst ein neues Wasserstoffvideo plane. Wenn es bestimmte Experimente gibt, die ihr gerne sehen würdet, oder wenn ihr generell Fragen habt, dann schreibt mir das bitte jetzt in die Kommentare. Falls ihr sonst noch andere Videovorschläge habt, bin ich für das auch immer offen. Schließlich soll es ja hier auf diesem Kanal nicht nur um Schmieden gehen, auch wenn das sicherlich in letzter Zeit mein Schwerpunkt war. Eins möchte ich euch aber auch nicht vorenthalten, und zwar hat heuer eine von unseren Legehybrid-Hennen zu brüten begonnen. Ja, auch bei denen funktioniert das. Und genau vor 4 Tagen, also vor Veröffentlichung dieses Videos, sind diese 3 Küken geschlüpft. Ich werde darüber jetzt aber kein Video machen, aber ihr könnt mir ja auf Instagram folgen. Dort gibt es dazu und auch zu vielen anderen Themen viel regelmäßiger Updates als hier auf YouTube. So, jetzt fangen wir aber endlich an mit dem Amboss. So sah er praktisch zuvor aus. Hier habe ich nur schon eine Schweißnaht probehalber draufgezogen. Wie ihr seht, ist das Horn tief abgearbeitet. Auf der rechten Seite ist ein ganzes Stück von der Fläche herausgebrochen. Und auch die Fläche ist überhaupt nicht mehr eben, also da fehlt teilweise bis zu 8 mm an Material. Weil mich das beim letzten Mal der Mastschmieden so sehr gestört hat, habe ich dann gleich beschlossen, das einfach mit normalen Schweißelektroden aufzuschweißen und plan zu schleifen. Das habe ich anfänglich nur auf Instagram mit dokumentiert und ihr habt mir dann dort gleich weitergeholfen und gesagt, dass es spezielle Elektroden für den Hartauftrag gibt. Die habe ich mir dann gleich bestellt und das Ganze quasi wiederholt. Die Elektroden waren nicht ganz so billig, das heißt, es war kein Fehler, vorher mit den weicheren Elektroden einmal die groben Stellen aufzufüllen. Das Horn habe ich dann mit Fülldraht aufgeschweißt, da ging es mir nur darum, diesen schlechten Fülldraht zu verbrauchen, der ließ sich wirklich furchtbar verschweißen. Danach habe ich die ganze Oberfläche mit Hartauftrag aufgeschweißt und auf der Hauptschlagfläche sogar 2 Schichten gemacht. Ich habe mir jetzt übrigens endlich einen Schweißinverter gekauft. Der Vorteil ist, der erhitzt sich nicht, wenn man solche langen Schweißarbeiten macht, und man kann damit viel regelmäßiger und einfacher arbeiten. Nach stundenlangen Abschleifen war die Oberfläche wirklich super hart. Das kann man so mit einem Hammer einfach testen. Das ist beim Schmieden sehr hilfreich, weil man dadurch erstens nicht aus dem Takt kommt. Außerdem hält natürlich die Oberfläche um einiges länger. Dann habe ich noch diesen Schmiedeschraubstock auf Willhaben gekauft. Der hat 46 Kilo und ist so ziemlich einer der größten, die man da überhaupt kaufen kann. Um den Schraubstock zu montieren, musste ich mir erst so eine Montageklemme bauen. Auch die Blattfeder vom Schraubstock hat gefehlt, die habe ich einfach aus einer Autofeder ausgeschnitten, geschmiedet, gehärtet und dann angelassen.
Der Schraubstock benötigt ein Fundament, damit der Standfuß am Boden aufsteht. Dadurch wird beim Schmieden später die Kraft in den Boden abgeführt. Die Blattfeder wird einfach mit der Montageklammer mitgeklemmt. Ihr fragt euch sicher jetzt, was einem so ein Schraubstock mit 150 mm Backenbreite bringt. Nun ja, zum einen ist er wirklich riesig und ich kann damit sehr große Sachen einspannen. Zum anderen ist er natürlich auch fix montiert und man kann damit richtig drauf herumhämmern. Das funktioniert natürlich auch deshalb, weil dieser Schraubstock nicht aus Gusseisen besteht. Dieser alte Schraubstock von mir zum Beispiel besteht aus Gusseisen und wie ihr seht, sind beim Hämmern da schon etliche Stücke abgebrochen. Das ist also ein richtiger Schmiedeschraubstock und für allerlei Arbeiten, wo man etwas umbiegen muss oder etwas fest einspannen muss, zum Beispiel beim Torsionsdamast, bestens geeignet. Wie ihr seht, öffnet er sich jetzt durch die Feder von selbst. Damit bedanke ich mich auch schon fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen weitergeholfen. Mit ein paar Stunden Schleif- und Schweißarbeit schaut so ein alter Amboss wieder wie neu aus. Und damit bis zum nächsten Mal.